Wer heute Filme an weit entfernten Orten drehen will, muss dafür nicht um die ganze Welt fliegen oder gigantische Sets bauen. Alles, was du brauchst, ist ein Greenscreen, gute Beleuchtung, eine geeignete Kamera und eine leistungsfähige Postproduktion. In diesem Greenscreen-Tutorial zeige ich dir, welche Arten von Greenscreens es gibt, wie du einen Greenscreen richtig aufbaust, welche Rolle eine gute Beleuchtung spielt und was du während und nach dem Dreh beachten musst. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNet. Auf unserem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Filmproduktion und Videomarketing frei Haus. Eigentlich ist ein Greenscreen nicht mehr als eine einfarbige grüne Hintergrundfläche. Durch den einfarbigen Hintergrund ist es möglich, mit einer bestimmten Technik, dem sogenannten Chroma Keying, den Hintergrund digital zu entfernen und zum Beispiel durch Bilder, Videos, Grafiken oder Texte zu ersetzen. Greenscreens findet man in den unterschiedlichsten Varianten. Deshalb solltest du dich, bevor du dich für ein Modell entscheidest, gut über die Unterschiede und Besonderheiten informieren, um die Variante zu finden, die am besten zu deinem Vorhaben passt. Dabei gibt es Unterschiede im Material, in der Größe und in der Art des Aufbaus. Bist du mit deiner Produktion viel unterwegs, hast meist wenig Platz zur Verfügung und willst dir Zeit beim Auf- und Abbau sparen, dann empfehle ich dir, zwischen einem aufrollbaren, ausfahrbaren oder faltbaren Greenscreen zu wählen. Achte aber darauf, dass sie nur eine gewisse Breite haben und du da definitiv nicht alles vordrehen kannst. Insbesondere haben ausziehbare Hintergründe auch keinen Boden, sodass du eine Totale sehr selten realisieren können wirst. Großflächige Studios, die vor allem für Filmdrehs oder Nachrichtensendungen genutzt werden, benutzen in der Regel fest installierte Greenscreens. Dadurch ist es leichter, umfangreiche Szenen oder Gruppenaufnahmen vor einem einheitlichen Hintergrund zu filmen. Durch eine sogenannte Hohlkehle entsteht ein nahtloser Übergang zwischen Wand und Boden. Greenscreens gibt es in unterschiedlichen Materialausführungen. Das beste Ergebnis liefern grün gestrichene Studiowände. Aber natürlich kann nicht jedes Video in einem Filmstudio gedreht werden. Eine gängige Variante sind deshalb Greenscreens aus einfarbigem Papier, die auch in der Fotografie benutzt werden. Es gibt sie auf Rollen, die du mit speziellen Stangensystemen befestigen und ausrollen kannst. Diese Variante ist relativ unkompliziert und günstig. Jedoch ist Papier ein empfindliches Material, das leicht verknicken oder sogar reißen kann. Und Löcher im Greenscreen wären wirklich unpraktisch. Ist der Teil, auf dem die Person vor der Kamera stand, beschmutzt, kannst du ihn einfach abschneiden und hast wieder einen sauberen Hintergrund. Ein gängiges Material ist außerdem Stoff, wobei es Screens aus Baumwolle oder Kunstfaser gibt. Während Baumwollgewebe leichter verschmutzt und ausbleicht, sind Polyester-Greenscreens widerstandsfähig und manche sogar wasserabweisend. Der Vorteil bei textilen Hintergründen ist, dass man den Stoff beliebig falten, schneiden und den Platzverhältnissen anpassen kann. Allerdings kann auch Stoff Knicke und Falten bekommen, die die Gleichmäßigkeit der Fläche und damit das Ergebnis deiner Aufnahmen beeinträchtigen können. Bei Greenscreens aus Kunstfaser ist die Fläche deshalb oft bereits auf einen Rahmen gespannt, der ein- und ausgefahren werden kann. Ansonsten hast du die Möglichkeit, deinen Greenscreen-Stoff vor dem Einsatz mit einem Bügeleisen zu behandeln. In der Videobeschreibung habe ich dir ein paar empfehlenswerte Hintergründe verlinkt. Je nachdem, für welches System du dich entschieden hast, läuft der Aufbau unterschiedlich ab. Eine Gemeinsamkeit haben aber alle Varianten. Du musst dafür sorgen, dass der Hintergrund so makellos wie möglich aussieht. Achte unbedingt darauf, dass sich keine Falten auf der Oberfläche des Greenscreens bilden oder sich Schmutz darauf befindet. Bei Screens aus Stoff lohnt es sich immer, einen mobilen Dampfglätter oder das vorhin erwähnte Bügeleisen zu benutzen. Du solltest den Hintergrund außerdem nicht vor einem Fenster oder einer anderen Lichtquelle platzieren, um durchscheinendes Licht zu vermeiden. Auch dadurch können Schatten entstehen, was dann zu Farbabweichungen und Fehlern beim Keying führt. Stell auch sicher, dass der Hintergrund sicher steht. So kannst du dich ganz auf deine Aufnahme konzentrieren, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass er umfällt oder verrutscht. Nachdem du deinen Greenscreen aufgebaut hast, muss dieser nun gleichmäßig ausgeleuchtet werden. Das Ziel dabei ist, dass sich die gefilmte Person klar vom Hintergrund abhebt und keine Schatten mehr auf den Greenscreen wirft. Um den Hintergrund richtig zu beleuchten, werden mindestens 5 Lampen benötigt. 2 Lampen stehen seitlich zur Person und beleuchten den Greenscreen gleichmäßig. Die Person sollte übrigens etwa 3 bis 4,5 Meter vom Hintergrund entfernt stehen, damit du eine gute Trennung hinbekommen kannst. Für dein Motiv, also die Person vor der Kamera, kannst du 2 Lampen verwenden, die du links und rechts in etwa auf Höhe der Kamera positionierst. Eine Lampe dient als Führungslicht, die andere Lampe als Aufhelllicht. Ähnlich wie bei der Ausleuchtung eines Interviews. Wenn du mehr über dieses Thema erfahren willst, nämlich wie man Personen vor der Kamera richtig beleuchtet, empfehle ich dir unser Video
zur Dreipunktbeleuchtung in Videos. Die 5. Lampe schließlich dient dazu, das Motiv noch stärker vom Hintergrund abzusetzen, indem du eine Kante von hinten leuchtest. Verwende dazu ein Kopflicht von schräg oben hinter dem Greenscreen, um das Hauptmotiv zu treffen. Wichtig für eine kontrollierte Beleuchtung ist, dass die Hintergrundlampen nicht das Objekt vor der Kamera beleuchten, während das Haupt- oder Führungslicht und die Aufhellung möglichst wenig Licht auf den Hintergrund werfen sollten. So vermeidest du Schatten und erhältst ein sauberes Ergebnis, das du anschließend einfach bearbeiten kannst, um den Hintergrund zu entfernen. Das Ausleuchten eines Greenscreens erfordert vor allem ein wenig Übung und Fingerspitzengefühl. Die richtige Ausleuchtung für deinen Greenscreen ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwischen Kamera und Licht. Du kannst die Beleuchtung auch zusätzlich über einen externen Monitor kontrollieren. Die sogenannte False Color Funktion zeigt verschiedene Farben an, die unterschiedliche Helligkeitsbereiche im Bild repräsentieren. Etwas weniger genau geht das auch mit Hilfe eines Histogramms. So kannst du leicht unter- oder überbelichtete Stellen ausfindig machen und korrigieren. Was du auf jeden Fall tun solltest, ist, den automatischen Weißabgleich deiner Kamera zu deaktivieren und die Farbtemperatur auf die Farbtemperatur der verwendeten Lampen einstellen. Filme am besten in einem unkomprimierten Format, so bleiben mehr Farb- und Helligkeitsdetails erhalten und in der Postproduktion gibt es mehr Möglichkeiten für Farbkorrektur, Bildanpassung und Effektbearbeitung. Generell empfehle ich dir, die Verschlusszeiten auf eine Hundertstelsekunde einzustellen, wenn du mit 25 oder 50 Bildern pro Sekunde filmst. Dadurch kannst du Bewegungsunschärfen minimieren und erhältst eine gleichmäßige Bildqualität. Bevor du jetzt mit der Aufnahme beginnst, stelle sicher, dass die Person vor der Kamera keine grünen Kleidungsstücke trägt. Das kann ansonsten dazu führen, dass die Person mit dem grünen Hintergrund verschmilzt und teilweise unsichtbar wird. Auch wenn das lustig aussieht, in den meisten Videos wirst du diesen Effekt nicht wollen. Auch glänzende oder reflektierende Materialien sollten vermieden werden. Übrigens, auch schwarze Kleidung kann durch den sogenannten Spill-Effekt dazu führen, dass das Keying an den Übergängen zwischen Schwarz und Grün unsauber wird. Achte darauf, dass die Haare deiner Protagonisten nicht wild abstehen. Denn dadurch würde die Farbe des Greenscreens durchscheinen, was die Qualität des Chroma-Keying-Prozesses beeinträchtigen könnte. Die gefilmte Person sollte außerdem nicht durch übermäßiges Gestikulieren ihrer Arme über den Greenscreen-Rand hinaus sich bewegen, da sonst eben diese Körperteile abgeschnitten sind, unvollständig dargestellt würden oder nur aufwendig in der Postproduktion durch manuelles Setzen von Masken korrigiert werden können. Wenn du jetzt alle Clips gedreht und in eine Videobearbeitungssoftware importiert hast, ist das Ziel, den noch grünen Hintergrund gegen einen anderen auszutauschen. Die meisten Schnittprogramme besitzen die Funktion des sogenannten Chroma Keying. Meine Empfehlung? Konzentriere dich nicht zu sehr auf die einzelnen Werte der Parameter. Schau vielmehr, ob das Bild gut aussieht und einen realistischen Eindruck macht. Dadurch das Keying der Hintergrund transparent geworden und die Person ausgeschnitten ist, kannst du nun einen beliebigen Hintergrund unter deine Videospur legen. Der Greenscreen bietet ein effektives Mittel, um vielseitige visuelle Effekte zu erzeugen und kreative Projekte umzusetzen. Eine klare Trennung zwischen Hauptmotiv und Hintergrund mithilfe der Chroma-Key-Technik ist dabei essentiell und ermöglicht dir Szenen zu schaffen, die sonst nur schwer realisierbar wären. Die Verwendung von Greenscreens erfordert aber eine sorgfältige Planung, eine entsprechende Beleuchtung und eine gute Nachbearbeitung, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Manchmal reichen für die Aufnahmen mobile Greenscreens nicht aus. Für Drehs mit mehreren Protagonisten oder einfach an einem getrennten und darauf spezialisierten Ort brauchst du dann ein Studio. Wenn du also für ein größeres Projekt ein Studio suchst und wissen willst, worauf du bei der Suche achten musst, in welcher Preisklasse Studiomieten liegen und wie wir bei der Studiosuche vorgehen, schau dir jetzt unbedingt unser nächstes Video genau zu dem Thema an. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.